Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spielertipp aus dem Hause Schüller und Micke. Wir haben den Spitzensport in letzter Zeit unter die Lupe genommen und haben festgestellt, dass der Gegenspin von zentraler Bedeutung ist. Uns ist aufgefallen, dass nicht derjenige im Vorteil ist, der den Eröffnungstopspin spielt, sondern eher derjenige, der den Gegenspin spielen kann. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Für uns steht fest, dass es sich lohnt, dem Gegenspin mehr Beachtung zu schenken. Diesem Thema hat sich auch das Team von Andro gewidmet und sich gefragt, wie man das Spielmaterial an diese Entwicklung anpassen kann. Das Resultat? Der Rasanta C53 und C48. Belege mit der erfolgreichen Rasanta Energy Cell Schwammtechnologie und einem neu entwickelten Obergummi. In diesem Spielertipp schauen wir uns das Phänomen Rasanta C genauer an und wollen euch erklären, was genau dahinter steckt. Schauen wir uns zuerst die Basics an. Beide Belege bauen auf der Rasanta-Technologie auf, das heißt dünnere Noppengummibasis, damit mehr Platz für einen dicken Schwamm bleibt, auch in der Ultramax-Variante. Und das ohne die maximale Dicke von 4 mm zu überschreiten. Außerdem haben beide Belege den sogenannten Energy Cell Schwamm, einen Schwamm, der besonders lebhaft ist und den Belegen mehr Power und Katapult verleiht. Soweit so gut. Die besondere Magie liegt jedoch beim C53 und C48 im neu entwickelten Obergummi. Das besteht sowohl aus einer neuen Gummimischung als auch aus einer neuen Noppengeometrie. Noppengeometrie nennen wir die Form und Anordnung der Noppen. Die Noppengeometrie ist der Teil des Obergummis, der in ganz besonderem Maße die Spieleigenschaften bestimmt. Schauen wir uns bei den neuen C-Belegen die Form der Noppen an, fällt uns eine Art Phase auf, also ein breiterer Übergang am Ansatz der Noppen. Die Andro Produktentwickler erklären uns, dass es sich dabei um den sogenannten Counterspin-Dämper handelt. Er dämpft den Aufprall des Balls ab und sorgt so dafür, dass der Ball länger im oder am Belag bleibt. Dadurch hat der Spieler mehr Zeit, um den Ball sicher in seine neue Flugbahn zu schicken. Ein Effekt, der dem Spieler insbesondere beim Gegenspin hilft, denn bei diesem Schlag muss er ja einen durchaus gefährlichen Eröffnungsspin des Gegenspielers entschärfen und ihn gleichzeitig in einen eigenen, möglichst starken Schlag umwandeln. Unterstützt wird dieser Effekt noch durch die schon erwähnte neue Gummimischung. Sie sorgt für ein deutlich griffigeres Obergummi als bisher von Andro-Belegen bekannt. Soweit also die Theorie. Was sagt die Praxis? Wir haben uns den Rasanta C53 auf den Schläger geklebt und sammeln Eindrücke. Allen voran stellen wir natürlich fest, dass wir selbst in alle unseren Schlägen viel mehr Rotation haben. Gerade im Aufschlag-Rückschlag-Bereich muss der Gegner damit klarkommen, dass ab sofort viel mehr Schnitt in unseren Bällen ist. Unterschnittaufschläge werden vom Gegner endlich wieder ins Netz geschupft. Gleichzeitig können wir mit etwas Übung unsere eigenen Rückschläge viel gefährlicher und aggressiver spielen. Wir können präziser und mit mehr Rotation zurückschlagen. Das ist für einige Gegner schon eine riesige Herausforderung. Wenn der Gegner es jetzt doch noch schaffen sollte, einen unserer Rückschläge noch anzuziehen, dann kommt erst so richtig die Power des C53 zur Geltung. Mit dem C53 können wir den Ball an verschiedenen Punkten der Flugkurve treffen. Wir bringen den Gegenspin trotzdem mit einer ungeheuren Qualität und Sicherheit wieder auf den Tisch. Jeder Spieler kennt es. Man möchte den Topspin des Gegners mit einem Gegenspin beantworten, ist jedoch zu spät am Ball. Entweder kann man jetzt nur nach diagonal schlagen oder der Ball geht sowieso weit über den Tisch hinaus. Mit dem C53 läuft das anders. Man kann sogar mit einem ungewöhnlichen, vielleicht späten Timing den Ball noch wunderbar präzise und für den Gegner unangenehm auf den Tisch spielen. Der C53 ist mit 53 Grad natürlich relativ hart, was vor allem für höherklassige Spieler interessant ist. Man muss einen guten Armschwung haben, um den Ball richtig beschleunigen und das Gefühl für das richtige Timing finden zu können. Mit dem C48 fällt all das zuvor beschriebene deutlich einfacher. Der Belag ist zahmer und der weichere Schwamm gleicht leichte Ungenauigkeiten sehr gut aus. Für die breite Masse an Spielern, die nach einem extrem rotationsfreudigen Belag suchen, könnte der C48 also eine tolle Alternative sein. Was wir an vielen Stellen im offenen Spiel feststellen, der Rasanta C braucht manchmal durchaus seine Zeit. Hier und da muss man die eigene Technik minimal anpassen.
Durch den Counterspin-Dämper haben die Rasanta C53 und C48 eine Spur weniger Eigendynamik, als bisher von Energy Cell Belegen bekannt war. Doch mit zunehmender Spieldauer nimmt diese Dynamik zu und auch das Verständnis dafür, in welchen Spielsituationen ihr euch die Stärken des Rasanta C zunutze machen könnt, wird wachsen. Zum Schluss möchten wir euch noch auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen: die Haltbarkeit. Wie schon erwähnt, haben die Rasanta C53 und der C48 eine enorm griffige Oberfläche. Üblicherweise sieht man solch griffigen Belegen häufig schneller an, wenn sie im Einsatz waren. Dabei sprechen wir von der optischen Haltbarkeit. Das liegt unter anderem daran, dass Staub und Schmutz bei jedem einzelnen Schlag quasi auf der Belagoberfläche haften bleiben. Sie setzen sich in die winzig kleinen Strukturen ab und bleiben dort länger als gewohnt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Spieleigenschaften, also Dynamik und Spin, immer noch überzeugen. Um die Haltbarkeit der Belege zu optimieren, empfehlen wir vor allem zwei Dinge. Erstens solltet ihr die Oberfläche des Belages regelmäßig vorsichtig reinigen. Vorsichtig heißt, dass ihr besser nicht mit einem Reinigungsschwamm aggressiv den Reiniger auf der Oberfläche verteilen und einmassieren solltet. Im Gegenteil, Reiniger aufsprühen, mit einem Schwamm locker verteilen, solange er noch flüssig ist, und dann den Rest an der Luft trocknen lassen. Und zweitens empfehlen wir nach jedem Training und Wettkampf eine klebende Belagsschutzfolie auf den Belag zu kleben. Ihr schützt damit die Oberfläche des Belages in der Schlägerhülle und zudem entfernt ihr bei jedem Abziehen der Folie wieder ein paar Staubrückstände, die sich vielleicht noch auf der Oberfläche befunden haben. Mit diesen beiden Schritten könnt ihr die Spieleigenschaften des Andro Rasanta C53 und des C48 noch dauerhaft absichern. Unser Fazit: Wir empfehlen die Rasanta C-Belege Spielern, die ihren Schlägen deutlich mehr Rotation und Qualität verleihen möchten. Wer schon jetzt häufig mit Gegenspins punktet, der wird mit dem Rasanta C53 oder C48 nochmal an Sicherheit gewinnen. Es macht Spaß, mit so viel Rotation zu spielen. Endlich blocken wieder Gegner Topspins über den Tisch oder schupfen Aufschläge ins Netz, weil sie nicht mit so viel Spin gerechnet haben. Meine Empfehlung: probiert es aus und schaut, ob ihr selbst euer Spiel und eure Gegenspins mit dieser neuen Belagsgeneration optimieren könnt. Das war der Spielertipp zu den neuen Rasanta C-Belegen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen, habt was dazugelernt. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Sommersaison und bis bald.